Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Schauen wir, was der Tag so bringt. Heute Mittag 15 Uhr gucken wir aufs Neumond-Orakel, aufs Neumond-Reading. Und jetzt starten wir mal in den Tag mit einer kollektiven Botschaft. Und ich bin gespannt, was ich weitergeben darf. Hier haben wir schon mal die innere Einkehr. Hier ist so eine Zeit, wo man zur Ruhe kommen darf, sich mal rausnehmen aus allem. Es ist ja auch kein Grund, so richtig aktiv zu werden, sondern geduldig mit den Dingen umzugehen und in der Zeit ein bisschen auf Erkenntnisse zu bauen, die immer in der Ruhe dann auch nach oben kommen. Ja, es geht ums Lernen ein bisschen, vielleicht auch ums Lernen, dass wir hier nicht alles kontrollieren können auf dieser Erde. Der Faktor Zeit spielt eine Rolle, ne? Wie geht man mit allem um? Warum prescht man immer nach vorne? Warum kann man nicht innehalten? Und hier kann auch sein, dass man sich Zeit nehmen soll, irgendwelche Dinge, die man ganz gut kann, zu verfeinern oder über den Job, über den Beruf nachzudenken, über das, was man täglich so tut. Hier steckt der Schlüssel zum Erfolg einfach auch im Detail. Und wenn wir hier nicht in der inneren Ruhe sind, übersehen wir dieses Detail eventuell. Ja, hier sind mehrere Optionen verfügbar. Und es ist so, dass man nicht weiß, welchen Weg man wählen soll. Also man muss eine Wahl treffen. Man hat auch schon Zeichen gekriegt, aber man hört sie vielleicht nicht oder man ignoriert sie. Und hier kommt eine Doppelung. Also im Innern wartet die Antwort. Tief in deinem Innern weißt du auch, was zu tun ist. Und es mag mit einer Lernaufgabe verbunden sein, das hier so durchzusetzen, dass du gediegen und in einem Tempo weitergehst und nicht stehen bleibst. Hier haben wir die 6 der Fülle im Endprodukt. Ne? Hier kommt ein unerwartetes Geschenk. Fortuna schüttet das Füllhorn über uns aus. Wenn wir etwas kriegen, dürfen wir auch immer darüber nachdenken, etwas weiterzugeben und etwas Gutes in die Welt zurückzugeben einfach. Ne? So. Dann haben wir unten noch Mache dein Herz auf. Es geht um eine Wachstumsphase auch, in der man emotional erblüht. Und auch wieder Herzensentscheidungen. Hier ist nicht so sehr der Verstand. Also hier wartet eine Antwort im Innern, die zu einem freudigen und dynamischen Leben führt. Das passiert ja recht schnell, ne? Immer wenn wir im Alltag sind, verlieren wir uns, verzetteln wir uns, nutzen ein Medium nach dem anderen, anstatt mal in die Ruhe zu gehen und zu gucken, wo ist hier die Auflösung für mich. Ne? Guckt mal. Hier ist die Schatztruhe. Die kriege ich eigentlich nur ganz selten. Hier kommt unerwartete Fülle. Das kann hier auf der Emotion sein und es kann auch tatsächlich Materie sein. Es doppelt sich hier. Fortunas Füllhorn. Es geht um die eigene Vollkommenheit. Ne? Vielleicht hadert man hier ist die Herzöffnung an einem Punkt, wo man sagt, Mann, da hätte ich eine andere Wahl treffen müssen, irgendwas habe ich vielleicht nicht richtig gemacht und das Thema Selbstvergebung und Erholung kommt hier auf den Plan. Ne? Hier muss sich eine Energie ein bisschen reduzieren und auch wenn wir
Das mag vielleicht auch der Lernfaktor sein, ne? Auch wenn wir jetzt nicht immer tun und geben und reinstecken und immer weiter unser Rädchen vorantreiben und dabei die Entscheidung versäumen, für uns selbst einen anderen Weg zu gehen, der uns nicht über diese Grenze bringt von dem, was wir können. Das ist hier gemeint, ne? Und sich auch mal selbst vergeben, das beschäftigt, ich glaube, viele ein Leben lang. Wir leben, wir tun immer das, was wir können und meistens ist es dann doch auch so, dass dabei Fehler passieren und man hadert rum mit sich und überlegt, warum habe ich das nicht anders gemacht, aber es ist nicht mehr änderbar. Hier kommt der Erfolg. Die geheime Quelle ist auch so der Ort dieses Rückzugs, der Einkehr, der Magie. Ne? Und hier arbeitet man sich Stück für Stück an seinen Erfolg ran, gesteht sich ein, wo ein Weg nicht richtig läuft und kommt hier zur Schatztruhe und zum Erfolg. Wahnsinn. Da bin ich mal echt gespannt, was der Neumond mitbringt. Ja, es geht auch ein bisschen darum, seine Grenzen zu wahren, nicht über sich rauszugehen. Hier ist wieder dieses, mach weniger, dann hast du mehr. Und du darfst dich auch zurückziehen, dir selbst vergeben, um danach gestärkt wieder aufzutauchen. Das sind so Sachen, die muss man im Leben öfters machen. Manchmal flutscht es vor sich hin und manchmal eben nicht. Die Gelassenheit, also etwas bleiben lassen, mal auch abzuwarten, sich nicht immer noch mehr selbst zu verstricken oder noch mehr aufzubürden, scheint hier eine große Lernaufgabe zu sein. Hier fokussiert man sich auf ein Ding, hier muss man sich klären, dazulernen und vielleicht auch Erfahrungen machen, ne? Das Leben möchte, dass wir mal wieder entzückt sind, dass wir so staunen wie auch ein Kind, dass wir mit den Augen eines Kindes gucken, wenn wir übermüdet sind. Ich habe vor kurzem im Auto eine Sendung gehört, das heißt einen Ausschnitt davon. Das war mir bisher fremd, aber ich verstehe es sehr gut. Da geht es nicht um Burnout, sondern um Burn-on. Ne? Das heißt, man tut immer mehr, man macht immer mehr, man hat auch so Süchte damit verbunden zu tun, um sich gut zu fühlen und sich danach zu belohnen. Und das führt dann halt in den nächsten Schritt. Und ich denke, um das geht es ein bisschen. Was nützt dir alles, was du dir erarbeitest, wenn du selbst kaputt gehst daran? So, welche Eule kriegen wir heute noch? Niemand tanzt wie du, keiner lacht wie du und kein anderer fühlt wie du. Wir auch. Du bist einzigartig. Wunderbar. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Schaltet heute Mittag ein zum Neumond-Orakel. Ich drücke euch und bis morgen.